Ja, ich glaube, wir können schon anfangen. Herzlich willkommen zu unserer Online-Akademie. Heute wird es um das Thema Autolenkung gehen und bevor wir das Webinar beginnen, möchte ich klarstellen, ob Sie mich ganz gut hören können und sehen. Geben Sie bitte einfach im Chat Bescheid. Können Sie einfach Plus-Symbol klicken, ob das alles okay ist. Okay, gut. Herr Christian, super. Great, super. Also im Laufe des Webinars können Sie uns die Fragen in Chat schreiben. Also mein Kollege wird Ihre Fragen sammeln und wir werden Ihnen per E-Mail oder telefonisch eine Antwort geben, wie es für Sie bequemer wird. Also, wie es erwähnt wurde, wird es heute über das Autolenksystem gehen und ich denke, wir können schon starten. Next slide, please. Okay, ich heiße Olga, ich arbeite in der technischen Abteilung und helfe den Kunden einfach die Lösung mit der Produktion zu finden. Falls Sie Fragen haben, dann können Sie mich jederzeit anrufen und ich werde Ihnen dabei helfen. Nächstes. Also, wir werden heute, wie ich schon gesagt habe, wir werden heute über das Autolenksystem sprechen, über die MDU-Einheit, ECU-Installation, Fahrzeugprofil und Anwendungsfälle. Genau. Also, Autolenksystem. Es ist eine automatische Lenkung, die den Kunden hilft, die Zeit zu sparen und ihren Workflow zu optimieren. Mit der Autolenkung erreichen Sie 2 cm Genauigkeit. Wie Sie jetzt auf diesem Slide sehen können, das System besteht aus 4 Komponenten. Das ist ein Steuergerät, ECU-S1, MDU-Einheit, welche man an das Lenkrad befestigen muss, und aus einem RTK-GNS-Empfänger. Das ist entweder L1 oder L2-Empfänger. Und auch aus einem Tablet. Das Steuergerät hierzu ist eine hochpräzise elektronische Steuerung, die dem Fahrzeug eine automatische Lenkfähigkeit bietet. Jetzt kommen wir zu den Fragen, wie funktioniert das System, also wie funktioniert die ECU-S1? Das ECU-S1 empfängt die Führungsbefehle von dem Tablet und sendet diese Lenkbefehle an das Fahrzeug weiter. Kurz gesagt, also das Steuergerät ist das Geschirr bei uns im System. Also das System wurde so projektiert, dass es mit vielen Marken und Modellen von Fahrzeugen kompatibel ist, also die heute auf dem Agrarmarkt präsentiert sind. Bitte schreiben Sie uns in den Chat, welches Modell des Fahrzeugs Sie benutzen. Mein Kollege wird das als Statistik nutzen. So, next slide, please. Okay, also wir sind jetzt zum Produktübersicht gekommen. Auf diesem Slide können Sie sehen, wie das System im Allgemeinen zusammen funktioniert. Der Empfänger und das Tablet verbinden sich mit dem Wi-Fi-Router über das WLAN-Kanal. Über den Router bekommt Ihr Empfänger eine Korrektur vom Entry-Provider. Das ist zum Beispiel vom Sapus. Über das Kabel vom Empfänger geht direkt in das Steuergerät, also damit der Empfänger seine EMIA-Daten an das ECU-S1 senden kann und diese Daten wird das Steuergerät dann später bearbeiten. Das LAN-Kabel von dem Router geht direkt an die ECU-S1-Box und die MDU-Einheit verbindet sich auch mit dem ECU-S1. Also mein Lieblingssprichwort, alle Wege führen nach Rom, aber bei uns im FieldBee alle Wege führen zum Steuergerät. Ja, so, next please. Okay. Also, vor dem Einbau des Systems muss das Fahrzeug vollständig geeignet werden. Also ein sauberes Auto verbessert die Installation und das Kabelmanagement. Und was wichtig ist, die Lenkung sollte nicht schwach sein und das Fahrzeug sollte gleichmäßig, also nach links und rechts lenken. Also das elektrische System und die Batterie des Fahrzeugs müssen im einwandfreien Zustand sein. Next slide, Marie, please. Okay, also jetzt wir zum Fahrzeug Anforderungen gekommen. Also zwischen dem Lenkrad und Lenksäule müssen mindestens 4 oder 5 cm
sein, um die MDU-Einheit zu installieren. Wenn das Lenkrad zu flach ist, müssen Sie einen Abstandhalter hinzufügen und dann benötigen Sie möglicherweise 6,7 cm. Aus meiner Erfahrung in der Kundenbetreuung kann ich mit Sicherheit sagen, dass die Kunden, die nicht genügend Platz haben für die MDU, die entfernen entweder den Kunststoff oder die heben ein bisschen die Lenksäule ein bisschen nach oben ab. Next slide. Genau. Also auf diesem Slide können Sie die Komponente des Lenksystems sehen. Also, und wie Sie jetzt das jetzt auf dem Slide sehen können, die verbinden sich mit ECU-Einheit. Also ECU-Einheit hat 2 Anschlüsse und das Kabel von L2 oder L1-Antenne geht direkt in die ECU und das Kabel von der MDU-Einheit geht auch direkt in die MDU. Next slide, please. Also, jetzt gehen wir über die Stromanschlüsse. Also, die ECU S1, also das Steuergerät, benötigt eine Batterie. Genau, und die ECU S1 funktioniert in 2 Modus. Also das ist Betriebmodus und Standby-Modus. Next, please. Okay, also normalerweise die Kunden, die nur einen L1 oder L2-Antenne, also Empfänger, nutzen, die platzieren sie den Empfänger in der Mitte des Traktors. Aber wenn Sie schon die Autolenkung verwenden, dann empfehlen wir, den Empfänger in der Mitte und näher an der Hinterachse der Räder zu platzieren, damit einfach der Autosteer-Algorithmus besser funktioniert. Next slide. Also, um die MDU-Einheit zu installieren, benötigen Sie die Auto-Rotation-Kits. Für jedes Traktormodell kann eine andere Halterung erforderlich sein und unsere Support also hilft, den passenden Kit auswählen. Hier sind die Beispiele. Next slide. Next. Und noch ein Slide, next bitte. Okay. Next. Next. Also, für die Installation des ECU-Einheit, also und MDU-Einheit, benötigen Sie auch die Werkzeuge und standardmäßig können Sie Inbusschlüssel nutzen und Schraubenschlüssel, das die Werkzeuge, die normalerweise bei jedem Haus sind. Next slide. So, das ist wie sieht die Anti-Rotation-Kit? Also, wenn Sie die Geräte schon installiert haben, müssen Sie auch schauen, ob Sie die richtige Position für die Anti-Rotation-Kits ausgewählt haben. Next slide. Next. Also das Zahnrad müssen Sie genau in der Mitte des Lenksäule zu platzieren und was wichtig ist, also das System soll einfach fest eingestellt sein. Next. Jetzt werden wir über die ECU-Installation reden. Also es ist sehr erwünscht, einfach das Steuergerät in einer Hauptebene Fahrrichtung des Traktors zu verringern. Wir empfehlen direkt am Hauptrahmen des Fahrzeugs zu montieren. Also optimal, das ist neben dem Sitz. Halten Sie die magnetische und elektronische Geräte vom ECU S1-System fern. Die Montage des ECU S1-Systems in Bereichen mit starken Vibrationen, also kann das einfach System und die Genauigkeit beeinträchtigen. Jetzt werden Sie auch ein Beispiel sehen. Next slide. Hier sind die Beispiele, wie unsere Kunden normalerweise die ECU-Einheit installieren. Neben dem Fahrzeug, genau. Next slide. Jetzt kommen wir zum Navi-App, GPS-Navi-App. Und heute werden wir auch erklären, wie die App funktioniert und welche Variante zum Anschluss haben Sie. Next slide. Also FieldBee App hat 3 Arten der Verbindung zum Steuergerät. Das ist entweder per WLAN, entweder
per Hotspot oder per Ethernet-Kabel. Also für das Hotspot können Sie Ihr Handy verwenden und unsere L2-Antenne wird automatisch mit RTK Wi-Fi verwendet. Das heißt, wenn Sie unsere L1 oder L2-Antenne verwenden, dann benennen Sie einfach Ihr Hotspot als RTK Wi-Fi an und dann wird das Gerät automatisch verbunden. Next slide. Also, wir sind jetzt zum FieldBee App Verbindung gekommen und hier sehen Sie, wir haben GPS, FieldBee 1, FieldBee 2, L2 und Autosteer. Genau, Sie müssen die IP-Adresse, angeben und dann kommen wir zum ECU Settings, also zum ECU Anstellungen. Next slide. Also jetzt kommen wir zum ECU Kalibrieren. Also bevor Sie Ihre Kalibrierung starten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie das RTK-Signal haben. Also normalerweise die Kunden, die unser System verwenden, die starten die Kalibrierung ohne das RTK-Signal. Und dann am Endeffekt bekommen Sie die GPS-Signal und dann bekommen Sie auch die schlechte Genauigkeit des Tracks. Okay, next please. Okay, jetzt sind wir in den Einstellungen zur Kalibrierung. Wie Sie jetzt sehen können, hier haben Sie auch einen Assistent. Er hilft Ihnen, die ECU-Einheit zu kalibrieren. Und hier können Sie die Daten ändern und das System prüfen. Auch können Sie hier die GPS-Signale überprüfen. Zum Beispiel, Sie nutzen die Toolbox-App, aber bei Ihnen die Toolbox zeigt Ihnen, dass Sie das GPS, also das anstatt RTK-Signal haben, die GPS. Dann müssen Sie auch in den Einstellungen der ECU-Einheit auch dieses Signal überprüfen. Next slide. Also hier haben Sie auch die Möglichkeit, die Lenkparameter auswählen und die Parameter selber ändern. By Default, also standardmäßig haben Sie die Parameter also zentriert auf 10 gestellt. Aber falls Sie einfach mehr Aggressivität haben wollen oder weil Sie mehr wünschen, dass das System einfach schneller dann können Sie die Aggressivität auch ändern. Next slide. Hier können Sie auch sehen, wie die Parameter aussehen, zum Beispiel Autosteer, Aggressivität und Hyperplay Compensation. Das können Sie einfach gerne bei uns im System ändern. Next slide. Also häufige Probleme, zum Beispiel die Kunden, die neu also mit dem System starten, die haben immer Probleme, einfach das System komplett richtig einzuschließen. Und auch die starten das System zu kalibrieren ohne das RTK. Also das ist die häufigste Fehler. Auch zum Beispiel, wenn der Kunde die ECU-Einheit nicht in richtigen UX-Achse montieren, das ist auch nicht gut. Und wenn Sie die MDU-Einheit, also fest am Lenkrad montieren, dann können Sie auch die Geschwindigkeit verschlechtern und dann am Endeffekt bekommen Sie einfach schlechte Genauigkeit. Next slide. Also unser System einfach ist kompatibel einfach mit vielen Modellen und Marken. Also next slide. Genau, jetzt schauen wir, wie das System einfach im Betrieb ist und wie das System läuft. Okay, next slide. Next. Also normalerweise die Kunden, die einfach mit uns arbeiten, die schicken uns auch die Feedbacks per E-Mail oder per WhatsApp. Die senden auch uns die Fragen und sie können uns auch ein paar Feedbacks über unser System geben, falls sie unser System nutzen. Das war einfach ein Kunde bei uns in Türkei.
Mhm. Okay, next slide. Okay. Also, falls Sie jetzt Fragen haben, dann können Sie die sicher bei uns in den Chat schreiben. Also, wir werden gerne beantworten und, falls Sie auch, irgendwelche Wünsche haben, zum Beispiel zu der App, dann können Sie uns, sicher schreiben. Wir werden die gerne implementieren. Hello, everyone. My name is Taras Kalinchenko. I'm from the farmer support team. Yeah, so there is a questions already started being in the chat, and Olga will translate. Go on. Mhm, okay. Just this part, yeah, introduce. Okay, okay, es ist Part, okay. Ja. So, Sie können jetzt uns die Fragen also stellen. Schreiben Sie uns in den Chat, also was für ein Interesse Sie haben und wahrscheinlich haben Sie auch zum Beispiel einen Wunsch, das System zu verbessern oder eine neue Option im App haben. Dann können Sie uns gerne das schreiben. And the first question from the Agrartechnica Schwabische Können about Sie? yeah, Okay. about the Okay. slide to get it. Okay, also die Präsentation können Sie natürlich per E-Mail senden, also schreiben Sie einfach, die E-Mail-Adresse an, aber Moment, ich glaube, wir haben Ihre Adresse, genau, also auch können wir auch Ihnen die Anleitungen senden, wie Sie wollen. Das ist kein Thema. And also question from the Martin Spitaler. Spitale, genau. Yeah, Hallo. about the Okay. Wi-Fi router connection. So there is an option to use micro USB connector and plug it in to the power bank, or use switcher from the 5 volts to the 12 volts cigarette lighter connector. Also, Sie haben jetzt die Möglichkeit, das USB-Anschluss zu nutzen, also um den Router anzuschließen, genau. Und, von dem Router geht das LAN-Kabel direkt an die ECU-Einheit. Das müssen Sie auch nicht vergessen. Und Stromkabel, also natürlich ja, und Stromkabel bekommen Sie auch natürlich dabei. Also, falls Sie das nicht bekommen haben, dann kann ich dies auch mit unserer Verkaufsabteilung klären. Das ist kein Thema. And also, Maria, I would like to open the slide with the different vehicles. Yep. Yes. Next one, and explain for the switch kits which components are necessary. Yeah. This slide, Maria. Yeah. That it's possible to use and switch auto steer system between the vehicles just to main parts that are FieldBee receiver, MDU, and ECU. I think, Olga, we can translate it block by block. So I will stop, you will Okay. stop. Okay. Also, wie gesagt, also wie ich Ihnen am Anfang gesagt habe, das System besteht aus 4 Komponenten. Das ist ein Steuergerät, hierzu S1. Das ist eine MDU-Einheit, welche man an das Lenkrad befestigen muss, und aus einem L1 oder L2-Empfänger. So we suggest to offer the space rings to screw it to the steering wheel. The set of the harnesses, MDU harness and main harness for the power switch, and install it to your vehicles inside. Make the cables fix it inside the cabin, and prepare a metal plate for the ECU. So it will be just enough to unscrew the ECU connector, take it out mechanical driver unit from the steering wheel, and plug out FieldBee RTK receiver from the tractor off.
Also, wie mein Kollege schon mitgeteilt hat, also das Steuergerät verfügt über 2 Anschlüsse für den Hauptbaum und in dieses Kabelbaum also geht das Kabel vom Empfänger und MDU-Einheit. And yep, and make the same step that you did from the first vehicle in reverse movement to plug in the receiver on the roof to the second tractor, put the MDU to the another one, and screw it in to the metal plate with the ECU. Olga? Could you please repeat? I think Yeah. Okay, So okay. after screw down FieldBee receiver, mechanical driver unit, and ECU controller, just make all the steps in reverse to the second vehicle. Okay, so also sobald Sie das System eingerichtet haben, können Sie einfach dies gleich prüfen und auch können Sie unser System nicht nur für ein Fahrzeug nutzen, Sie können auch für ein zweites Fahrzeug. Das heißt, Sie können zum Beispiel nur Mechanical Driver Unit, die MDU-Einheit auf Ihre Lenksäule platzieren und ECU-Einheit können Sie für einen zweiten Traktor auch nutzen. Zum Beispiel normalerweise die Kunden, die mit uns arbeiten, die bestellen für 2 Fahrzeuge Mechanical Driver Unit, die MDU-Einheit für einen Traktor und fürs zweite Traktor bestellen Sie auch MDU-Einheit. Aber das Steuergerät können Sie einfach zwischen diesen 2 Traktors wechseln. Yeah, so and based on the data that vehicles are, there might be difference. So mechanical front wheels drive as a simple tractor, fertilizing combines, and this each vehicle requires the vehicle profile inside the ECU. So after inputting and fixing to the next second vehicle, you need to open the settings for the ECUS1 and choose the vehicle profile that you have need to create for the next one. Each vehicle profile is saved inside the ECU database, so you don't need to make measurements each time that you are switching between. Okay, I think I can translate. So, Sie haben das System, also die Autolenkung, also das Autolenksystem haben Sie installiert und dann müssen Sie den Vehicle Profiles, also das Fahrzeugprofil in der Einstellungen des ECU-Einheit prüfen. Und was wichtig ist, also Sie können zum Beispiel nur einmal am Anfang können Sie den Profil erstellen, Werkzeug einrichten und das müssen Sie beim nächsten Mal nicht jeden Tag die Messungen machen. Also das ist sehr praktisch im System und diese Daten, die werden auch im hierzu S1-Einheit also gespeichert. Ich glaube, wir haben noch die Fragen also von Lorenz Reindl. Ich glaube, wir haben heute den Kontakt gehabt und das war mit mir in Kontakt. L2 haben wir die Anleitung und wir können die gerne also Ihnen per E-Mail senden oder per WhatsApp, wie es für Sie okay. Yeah, the next question from the Hans Bauer about the box Max. and navigation applications, so different. Okay, sorry. Yeah. Okay. In this instance, yeah, Olga. Genau, also die App, also wir haben 2 Apps. Das ist die Toolbox-App, also für die Antenne L1 und L2 und für die Basisstation. Genau, und auch die zweite App für die Navigation. Also im Navigation-App können Sie das Autostil, also die Autolenkung also einrichten und da können Sie mit der Antenne also 2 cm Genauigkeit erreichen. Good. The next question from the Agrartechnik about the placement of the FieldBee receiver. We recommend to make it on the center line of the main axle, and so the shifts will be 0 and calculation for the preset of vehicle profile also will be 0. And as
it should be the horizontal place. If there is a plastic roof of the tractor, there is a metal plate for installation, using mostly with fixing with duct tape, and based on the horizontal position on the roof, then during preparing the vehicle profile, you will have an option to measure the distance from the vehicle to the ECU, as it was described at the slide. Genau. Also normalerweise die Kunden, die L2 mit der Autolenkung nutzen, die platzieren den Empfänger in der Mitte des Traktorsdachs. Also, aber wir empfehlen, den Empfänger in der Mitte und näher an der Hinterachse der Räder zu platzieren, damit der Algorithmus besser funktioniert, wie ich Ihnen am Anfang schon gesagt habe. Und auch diese Messungen zwischen Empfänger und ECU-Einheit müssen Sie in die Navi-App bei der Kalibrierung eingeben. Yes, the next question from the Lawrence Riddle. They got experience with the communication and got correct setup even after contacting the SAPA support, because the information from their registration confirmation was different. So yes, we have L2 receiver setup manual, and you can just remind in WhatsApp chat your request, and we will forward the manual to you, so you will have time to be familiar with this working system and do it by yourself. Hi, Mr. Relder, nochmals. Also, wir haben mit Ihnen schon den Kontakt gehabt. Genau, wir haben mit Ihnen den L2-Empfänger installiert, aber die Anleitung bekommen Sie von uns gerne per E-Mail oder per WhatsApp. Also schreiben Sie uns im WhatsApp Bescheid, wie es für Sie bequemer ist, per E-Mail oder per WhatsApp, und dann bekommen Sie die Antwort von uns. Okay, welche Position? Ja, sorry. Just Johann Kirchenhast question about the for the macOS and iOS operation system. We have in plans for the end of the year starting the process of development, but right now we have only for the Android-based operation system FieldBee navigation application. Also, Herr Kissengast, momentan haben wir die App nur für die Android-Systeme, aber soweit ich weiß, also für nächstes Jahr, also für nächste Zeit wird das Produkt für iOS-Systemen auch geplant. Also wir werden sie am Laufen halten. The next question from the Torsten TKL for the receiver position for the manual navigation. Also, the middle of the roof with the beginning of the roof at the main axle center point of the forward movement direction. Ja, also für die manuelle Spurführung empfehlen wir den Empfänger L1 oder L2 in der Mitte des Traktors zu platzieren. The next question from the Marius about the compatibility with the MLead apps and software. We got feedbacks about the connection receiver with our FieldBee navigation via Bluetooth. So for connecting, you also have an option to try your existing GPS receivers if they have next requirement that FieldBee navigation need. There it is a baud rate for the 150 200 bits per second Bluetooth interface, and the availability to get the NMEA data in the format NMEA 0183. Also, ich glaube, ich kann jetzt kurz übersetzen. Also, wenn Sie unsere Navi-App öffnen, dann haben Sie die Möglichkeit,
ein anderes Empfänger auszuwählen. Also nicht als L1 zum Beispiel L2, sondern ein anderes. Sie können Ihr Empfänger via Bluetooth mit unserer App verbinden. Auch wichtig, was wichtig ist, Ihr Empfänger soll die NMR-Daten an unser Steuergerät senden. Und auch, es geht auch um die Bauzeit. Sie müssen sicherstellen, dass Sie einfach diese Option auch haben. Thank you, Olga. The next request from the Dietmar. Maria, can you please open the slide number 19 with the ECU orientation? Thank you. Yes, so we suggest to fix the ECU near the seat. So it will be available for the driver to see the LED panel. At the ECU, there are 4 LEDs that informing you about the power status, about the NMR data that comes from the receiver via the cable, and about the Wi-Fi availability of the system. So sometimes it's required to check this LED, and it's about the position. So Olga, you may translate. Also wir empfehlen, das Steuergerät in einer Hauptebene in Fahrrichtung des Traktors zu verringern. Sie können auch da parallel sehen, was auf dem Tableau, zum Beispiel, wenn Sie das GPS-Signal verloren haben oder zum Beispiel den ETK-WLAN nicht funktioniert, dann können Sie das auch gleich auf dem Box, also auf dem Steuergerät sehen. Also wir empfehlen direkt am Hauptrahmen des Werkzeugs montieren. Und ja. Good. So orientation and position is required to make the calculation and preparing the vehicle's setup to make it orthogonal. So just to went with the vehicle to the horizontal place at your farm and use the main frame. So mostly it is suggested to use main frame because there is a minimum level of the vibration, and it is horizontal. It is made. So I'm muted. Ja. I was muted. Ja. Okay, but it's nicht so schlimm. Okay. How long I was muted? So a few seconds. Okay. Olga, you can translate and then I will continue. Also, wie ich Ihnen gesagt habe, also Sie müssen das Gerät horizontal platzieren. Auch müssen Sie zum Beispiel die magnetische elektronische Geräte, also von der ECU-Einheit fernhalten. Das kann einfach die Genauigkeit beeinträchtigen, und dann bekommen Sie im Endeffekt nicht so gute Genauigkeit auf dem Tablet. Und wie ich schon gesagt habe, wir empfehlen direkt am Hauptrahmen des Werkzeugs zu platzieren, meine ich, die ECU-Einheit. Yeah, and using one of the orthogonal position as need to be checked to make the 0 degrees angle for the one of the orientation direction, and make confirm that it is safe, because there is a compass and magnetometer and tilt sensor inside the ECU. So it's necessary during the calibration. One of the steps is tilt calibration to be sure that system is centered, and when you will go and work at the hilt, system will compensate your position. Also, wir haben schon vor kurzem auch gesprochen, also die ECU-Einheit müssen Sie direkt in der Kabine einrichten. Okay, genau. Und Sie müssen einfach sicherstellen, dass Sie das Gerät korrekt eingerichtet haben. Also wir haben einfach zwei
X, Y-Achsen. Und zum Beispiel hier auf dem Screenshot, also auf diesem Slide, können Sie sehen, wie Sie die ECU-Einheit also installieren können. Beim Kalibrieren können Sie die ECU-Einheit auch ändern. Zum Beispiel, Sie haben einen Test gemacht und das läuft nicht gut, also, oder Sie bekommen nicht ganz gute Genauigkeit, dann können Sie auch die ECU-Einheit ändern. Aber dann müssen Sie diese Daten beim Kalibrieren auch ändern in der Navigation-App. Welches Tablet empfehlen Sie also bei Apple-Mensch? Okay, also wir empfehlen ein Samsung-Tablet, zum Beispiel Mindestdreh, das ist ein 3-RAM. Also das heißt, Sie können einfach das Tablet mit minimalen Anforderungen nutzen, aber in dem Fall wird die App ein bisschen frisieren. Das heißt, je mehr Sie RAM-Speicher haben, desto besser funktioniert die App. Also minimale Anforderungen, das ist Android 7 und höher. And the previous one was from Martin Spitaler about the location in the cab, that it is usually sprung, and if you see position in the tractor cab next to the seat. So it shouldn't be a problem. The bigger problem for the ECU is a vibration. The vibration, if locate the ECU near the electromagnetic or high voltages wires. So for the cabin shouldn't be a problem. If you know that there is a electromagnetic or high voltages wire near the seat, you may also fix ECU at the right front part, where is also the metal cab part that is strongly fixed. Also die ECU-Einheit, das Steuergerät müssen Sie ganz fern von magnetische und elektronische Geräte halten. Also diese Geräte, wie ich Ihnen schon gesagt habe, die können die Genauigkeit verschlechtern. Genau, aber wenn das System bei Ihnen zum Beispiel genau, Herr Spitaler, wenn zum Beispiel das System bei Ihnen ganz gut funktioniert, und dann können Sie die ECU-Einheit einfach in der Kabine lassen. Das ist auch kein Problem. Aber die magnetische, elektronische Geräte müssen Sie fernhalten. Thank you. The question from the translator about the calibration stop resuming. After creating the vehicle profile, there is an option to start auto calibration that consists of the whole process of the calibration with a direction, with a compass, with a tilt calibration, and wheel dead band. So each step you may do many times, because you are pressing the OK button, and you may redo it or can go to the next level. Also, Herr Leiser, vielen Dank für Ihre Anfrage. Also die Daten können Sie beim Kalibrieren auch ändern. Sie müssen einfach Schritt zurückgehen und die Daten speichern. Also aktuell die Kunden, die machen auch ein Reboot, aber bei Ihnen können Sie einfach die ECU-Einheit neu starten. Das war's. Also das System wird die Daten automatisch übernehmen, und dann beim nächsten Mal kriegen Sie einfach schon die neue Option mit der neuen Kalibrierung. After saving the whole auto-calibrate process, it is saved the vehicle profiles and confirms that it is calibrated, and you can try at the field the work. Sometimes it's required to make the recalibration one of the steps. So you don't need to start the full auto-calibration. There is an option to start just compass calibration or wheel dead band or tilt. So it is separated for the steps. Also in der ECU-Einstellungen
in Steuergeräteeinstellungen haben wir die separate Optionen und jede Option können Sie auch testen. Das heißt, Sie müssen zum Beispiel, Sie haben die Daten in den Einstellungen geändert und dann müssen Sie nicht jede neue Einstellung selber einfach neu pflegen. Sie können einfach die eine Einstellung ändern und die auf dem Feld ausprobieren, ob das besser geht oder schlechter. Okay, kein Problem. Ich glaube, wir haben noch eine Frage vom Agratechnik Schwäbische Alb. Geht es auch ein Lenovo Smart Tablet mit 4 GB RAM und Android 8? Also das geht auch. Also zum Beispiel, wie gesagt, die minimale Anforderungen, das ist Android 7, genau. Und minimale Anforderungen, das ist 3 GB RAM für Android. Je höher einfach Ihre Version, also die Android-Version, und je mehr Sie RAM-Speicher haben, desto besser funktioniert die App. Wahrscheinlich wollen Sie einfach irgendwelche neue Optionen in App haben, zum Beispiel für Navi-App oder für die Toolbox-App, dann können Sie uns jetzt gleich sagen. If any questions for each slide, so okay, the next questions are coming. Good. Okay. Yeah, partial width switching. I think that I understand correctly. So if the one-sided implement, it's required to make a calibration without any implement. And after calibrated and saved vehicle profile, you start navigation with the FieldBee application app. Maria, can you please open the slide number 21? Yes, here you can see the screenshot of the FieldBee navigation app during the navigation, and in the top right corner there is a button for lift up and lift down implement, and before starting navigation you can input the shift of the implement and choose is it one side implement or not. After using that shift is half of the implement, it will be one-sided, and during navigation you will need to switch it to make it's covering the area for that side that it is active. Also in unserer Navigation-App haben Sie die Möglichkeit, die Arbeitsgeräte auszuwählen. Auch können Sie die Arbeitsbreite auswählen und einrichten, auch die Größe des Geräts. Aber bevor Sie die Autolenkung starten, und meine ich, bevor Sie die Kalibrierung starten, müssen Sie die Kalibrierung mit RTK-Signal machen, aber ohne Arbeitsgerät. Also nach der Kalibrierung haben Sie schon einen Test auf dem Feld gemacht, also das System läuft gut, und nur dann können Sie im Navi-App in den Stellungen das Arbeitsgerät auswählen und nutzen. Genau, ganz genau, Herr Heimer. Good. So the next question is from Torsten about the enlarging arrows for the manual guidance. Is it a question about just visualizing the arrow that it is small, or about the jumping? If it is about the jumping, there is in the FieldBee app settings, you can set the tolerance that you would like to see your movements, and what precision from you are interested in. You will set the parameter
for example, 4 centimeters, that it is available with RTK. And if your shift is more than 4 centimeter, system will inform you that you are 5 centimeters, 6 centimeters from the line to the left or to the right. At the screenshot right now at the slide, you can see at the top bar 2 green arrows that shows to the line. That means that you are at the line. If you are starting shifted from the line to left or to the right, system will inform you how far are you from the line. Also wie Sie jetzt auf diesem wie Sie jetzt auf diesem Slide sehen können, das ist unsere App, also Navi-App, und wir haben Lightbar. Das heißt, wenn Ihr Arbeitsgerät zum Beispiel nach vorne oder ein bisschen rechts nach links geht, dann Sie werden diese Änderungen auch auf dem Tablet sehen. Question from the Hans about possibility to connect FieldBee receiver to the fertilizer sprayer and so yes, it is possible if it has RS232 connector port with availability for the 150-200 baud rate. And have NMEA data in RTCM format. Also, Ihr GPS-Signal, Moment, glaube ich habe das jetzt den letzten. Okay. Also Sie können Ihren Empfänger mit Spitze auch verbinden. Sie müssen auch sicherstellen, dass Sie ein Kabel haben, also RCS-Kabel 3,2 und müssen Sie auch die Boundrates überprüfen. Also die Boundrates ist wichtig für die NMEA-Daten. Also über die NMEA-Daten bekommen Sie die GPS-Korrektur, das GPS-Signal. Any other questions? Wahrscheinlich wollen Sie noch was uns fragen. Okay, Martin. So. Also die RTK-Zugangsdaten, Herr Spitaler, müssen Sie in die Toolbox eingeben. Also wenn Sie die Toolbox-App öffnen, dann haben Sie 2 Möglichkeiten. Entweder verbinden Sie Ihre Antenne L2-Antenne oder L1-Antenne mit SAPUS zum Beispiel, mit Antriebprovider, und dann müssen Sie beim Antrieb müssen Sie da die Daten ändern. Also Sie müssen die Mountpoint eingeben, Login, Kennwort, Mountpoint, die IP-Adresse, und dann müssen Sie diese Änderungen speichern, also diese Daten speichern, einen Reboot machen, und dann wird Ihr Empfänger mit der Antriebkorrektur funktionieren. Okay. A question from the Agrartechnica, possible fan data or which data you meant, please add, because FieldBee app just by itself, application on the Android devices, and the option to be connected is the Bluetooth for the FieldBee L1 and other receivers, or the Wi-Fi for FieldBee L2 and auto steer connections. So 2 interfaces are possible. And okay, go on. Okay, also wir bitten Sie, uns jetzt Ihre Frage ein bisschen zu erläutern. Welche Frage meinen Sie? Also meinen Sie die Daten, die Sie jetzt in die Webversion importieren wollen, zum Beispiel Fiona-Daten, oder in die Navi-App?
And Maria, can you go back to In the... die Navi-App. Aha, okay, dann kann ich jetzt gleich antworten. Also Sie öffnen die Navi-App und dann klicken Sie auf die Felder Angaben also eingeben. Da haben Sie die zwei Varianten. Also entweder Sie müssen jetzt manuell die Daten eingeben, zum Beispiel ab Punkt 1 bis 2, Punkt B, oder Sie melden sich bei unserer Webversion und werden Sie einfach in die Webversion die Daten installieren und dann diese Daten, die werden einfach bei Ihnen in der Webversion erscheinen. Zum Beispiel wie Felder, Grenze und so weiter. Question from the Hans about the inserting SIM card in the LTE kit or in the tablet. So for the steering system, if you're using the tablet with the SIM card and direct connection to the ECU, no makes sense. ECU direct connection has Wi-Fi without internet. So we suggest to use additional device. We offer the Wi-Fi router to make the system. It is Maria, need your assistance to open the slide number 5. Yep. Here is connections, and you can see the Wi-Fi router with inserted SIM card will provide internet data for the FieldBee receiver, which is required to get the RTK from the entry, and for making tablet online. In this case, ECU is connected via wire connection, and that's how you will make your tractor online at the field with the RTK correction. Also, besten Dank für Ihre Anfrage nochmals. Wenn man bei uns das System Autolenksystem bestellt, dann empfehlen wir auch, einen Mikrotik-Router zu bestellen. Genau, in diesem Router haben Sie zwei SIM-Slots, genau. Und falls Sie das System über den Router betreiben wollen, dann wird das System einfach über ein ganzes Netz funktionieren. Das heißt, Sie müssen nicht die SIM-Karte im Tablet hinstecken. Also auf dem Tablet brauchen Sie keine SIM-Karte. Das System wird nur über ein Netz funktionieren. Als RTK Wi-Fi bieten wir. Und ja, also Ihr Empfänger wird mit diesem RTK Wi-Fi über den Router, über das WLAN-Kanal verbunden, und Ihre ECU-Einheit wird auch mit dem Router verbunden. Aber falls Sie zum Beispiel den Hotspot nutzen und zum Beispiel momentan haben Sie jetzt keine Möglichkeit, den Router zu besorgen, dann in dem Fall, Sie stellen eine Verbindung zu der Antenne, also zu L1 oder L2-Antenne über den Hotspot, und auf dem Tablet benötigen Sie keine SIM-Karte. Das Tablet wird mit ECU-Einheit automatisch verbunden und einfach auf dem Tablet wählen Sie das Netzwerk ECU S1. Thank you, Olga. The next question from Hans about the guiding lines that should be defined and shifted. Yes, the option is to define AB line, and based on this AB line, you can create different lines with a different implement width. So distance to the lines might be different. This actually December of 2020, we prepared the functionality that will fix AB line, and you can shift in other lines, but the first line is state fixed, and you may double or divide it for any times you need, and save. So also for the patterns, there is a recently used patterns that will provide you all set of the guidelines that you saved before.
Also, Sie haben jetzt die Möglichkeit, im Navi-Apps verschiedene Patterns auswählen, zum Beispiel für den Manuals Patterns auswählen, Musters sozusagen, genau. Und dann können Sie die AB-Linie auswählen und zum Beispiel erste Linie fahren Sie gerade und dann am nächste wird das System automatisch diese erste Linie fixieren. Also die Genauigkeit wird besser. To add few words about okay, Johan send the next question. How long does the system save the AB line? AB lines are saved in your account at your tablet or phone that you have been created. So it stays for with your field infinitely and without time expiration. So you can use it with different patterns such as AB straight, AB curve, headland, and even save track if you just save your track previous. Next time you can use it as a pattern all along the field. Also bei uns im App haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Patterns auszuwählen. Zum Beispiel, Sie haben die AB-Linie als Pattern genannt. Also zum Beispiel erste Linie haben Sie gemacht, also zum Beispiel erste Spur. Und dann speichern Sie die Spur und zum Beispiel nach einem Tag kommen Sie wieder zur Arbeit und diese Spur können Sie auch wieder sehen und das können Sie dann in Zukunft als Pattern auswählen, als Muster. Und diese Daten, die werden einfach im System gespeichert, die können Sie natürlich löschen, aber die werden gespeichert. Dann nach einem Jahr können Sie auch eine Analyse machen, wie das System funktioniert und welche Genauigkeit Sie haben und welche Arbeit haben Sie mehr gemacht in diesem Season als im letzten. Yeah, next question from Hans about the documentation and manuals, how to set up MikroTik Router. yeah. So we have continued improving our documentation, so with the manual to make system work in your hands, minimizing the time of contacting support. And we continue right now. It is with the described steps in English, and I think in a few weeks it will be translated to the German. Ja, danke, vielen Dank für Ihre Anfrage, Herr Bauer. Also wir haben jetzt bereits eine Anfrage von unserem Kunden und wir bereiten jetzt die neue Dokumentationen für die LT-Router. Genau, also das ist jetzt auf Englisch, aber in 2 Wochen wird das auf Deutsch bereitstellen. Und wir haben auch eine Tools. Diese Tools wird einfach Ihnen die Installation des Router erleuchten. And Martin also is a question solidarity with Hans for the trouble, so is a setting up. We recognized that it requires some time for the setting up, contacting with the support and checking, sometimes reconfiguring. And we appreciate your request time, and we're preparing new updates and assist for setting up. So each your screenshot, bunch of screenshot with the main configs. If there are issue, will be appreciated. So our support team can help you.
Okay, dann ich glaube, ich kann jetzt übersetzen. Also vielen Dank nochmals für Ihre Anfrage, Herr Spitaler. Also wenn Sie die Probleme mit dem MikroTik-Router haben, dann wenden Sie verantwortlich an uns, also an unsere Supportabteilung. Bitte senden Sie uns auch die Einstellungen von dem Router und auch ich bitte Sie im Voraus, die APN-Einstellungen zu prüfen. Zum Beispiel, wenn Sie die MikroTik-Einstellungen öffnen, dann soll einfach APN stehen. Also das ist von Ihrem SIM-Operator. Falls es nicht steht, dann haben Sie immer Probleme sozusagen. And next question from the Agrartechnik about the L2 installation. So L2 manual steering manual system consists of components that are at the slide but without the generally router and the ECU. So receiver is connected to the internet via phone or tablet and gets a correction from the suppos. And the tablet is connected via Wi-Fi. Or tablet may share the hotspot for the receiver and be as a display for the navigation. So you just need to power up tablet, charge receiver, and go to your fields. Also, vielen Dank nochmals für Ihre Anfrage. Also in Ihrem Fall, wenn Sie nur die Antenne nutzen, also zum Beispiel L1 oder L2-Antenne nutzen, dann benötigen Sie keinen Router, also keine ECU-Einheit. Für Sie reicht es einfach ein Hotspot. Sie können den Hotspot auf Ihrem Handy erstellen. Ihr Handy wird mit dem FieldBee L1 oder L2 verbunden und dann auf dem Tablet zum Beispiel haben Sie auch eine Verbindung, zum Beispiel zum Navigation-App, genau, über die eine andere SIM-Karte oder Sie stellen den Hotspot von Ihrem Handy an das Tablet und das Tablet verbindet sich mit dem L1 oder L2-Antenne, das geht auch. In dem Fall, Sie benötigen nur einfach den Hotspot. Falls Sie den Router haben, dann wird das System, also den L2, L1-Antenne, die L1, die L2-Antenne über den Router funktionieren. Aber Hotspot reicht. Und dann die Korrektur vom Antriebprovider bekommen Sie über den Hotspot. Thank you, Olga. Thank you for your participation. If there are any questions, you may contact our support team. You know, the colleagues from the sales. Yep, contact our. Yes. So, if the one more question for Okay. Jonathan. Also, wenn Sie wollen, wir können jetzt kurz nach dem Webinar kurz telefonieren. Einfach schreiben Sie uns im Chat, also im WhatsApp-Chat, oder teilen Sie uns Ihre Nummer mit. Wir können Sie gerne zurück anrufen. Das ist kein Thema. Ach, Moment, also, aber wenn ich einen Anruf bekomme, was ist dann? Also, wir werden das System also mit Ihnen via TeamViewer erstellen, zum Beispiel installieren und Sie können uns die Fragen stellen. Also das System wird telefonisch oder per TeamViewer installiert. So, yeah. Ich glaube, Moment, ich glaube, ich war falsch zum Beispiel, aber wenn ich einen Anruf bekomme, meinen Sie, das ist die Frage zum Hotspot, also zum Beispiel, wenn Sie den Hotspot für die Antenne verwenden. War das korrekt, Herr Jochen? Geben Sie einfach im Chat Bescheid, ob das korrekt war. Also ich glaube, ich habe gedacht, diese Frage war betreffend Support. Aber wenn Sie zum Beispiel den Hotspot für die Antenne verwenden, nur den Hotspot, genau, und dann plötzlich einen Anruf bekommen, dann natürlich wird das die Genauigkeit verschlechtern, aber unsere Basisstation, genau, und unsere Technologie, die bieten auch 60 Sekunden nach dem Abkürzen laufen und ja, dann werden Sie einfach die Korrektur erhalten, also in 60 Sekunden noch. Aber wir empfehlen, ein separates Handy zu nutzen. Okay, super. Geklärt.
Good. So all questions that were written down in our chat, we have answered, and it was a pleasure to see your desire in the knowledges how to install the manual mechanical auto steer system by yourself. I saw a lot of customers who had the manual driving system, and also some of them has already a steering system. So it was nice to inform you how to do it. Hope that you got more informed. You'll share it, and after our webinars, the video will be available on the YouTube channel, and also shared with the email addresses that you confirmed. Also vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns dabei waren. Also das Video wird am nächsten Tag auf YouTube schon ersichtlich. Also Sie können uns immer die Fragen stellen. Unser Support ist immer offen für Sie. Also wir stehen jederzeit zur Verfügung. Und ja, falls Sie irgendeine Idee haben oder wollen Sie zum Beispiel die neuen Optionen haben, melden Sie sich. Also wir werden die gerne implementieren, und unser technisches Team auch bleibt mit uns immer im Kontakt. Und die brauchen auch neue Feedbacks von dem Kunden, wie das System läuft. Geben Sie einfach uns zum Beispiel einmal in der Woche Bescheid, ob das System gut läuft. Und dann können wir auch die Statistik schauen. Und wir haben jetzt wirklich so viele neue Kunden mit dem Autolenksystemen, und wir werden auch die Feedbacks in unsere Social Media teilen, wie das läuft. Dann werden Sie auch sehen. Vielen Dank nochmals. Wir wünschen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund. Take care, stay safe, have a good evening.